Ja, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es darum, wie man eine cinematische Sequenz filmt. Und Film ab! Ja, grüßt euch Leute, ich bin Paul. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technik-Reviews, aber auch um Tutorials. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like und natürlich ein Abo freuen. Danke! Genau in diesem Video geht es darum, wie ich diese Cinematic Sequence gefilmt habe. Ich gebe euch dazu auch einen exklusiven BTS-Eindruck, dazu später mehr. Jetzt erstmal darum, wie das Ganze so entstanden ist. Zum Background, die Uni hatte mich kontaktiert und gesagt, hey, wir haben ein aufkommendes Event, da wird es um ein großes Fußballturnier gehen und wir würden dazu gerne einen kleinen Teaser haben, der so um die 1 Minute gehen soll. Und die hatten aber überhaupt keine Idee, wie und was und so, und meinten dann, dass ich das gerne machen soll und da meiner Kreativität keine freien Grenzen gesetzt sind. Das erste, womit ich angefangen habe, ist, dass ich mir eine passende Musik gesucht habe, die sowohl diese Spannung so ein bisschen überträgt. Also habe ich mich an den Computer gesetzt und habe auf Epidemic Sound irgendwie ein bisschen rumgesucht und habe dann diese Musik gefunden. Übrigens Epidemic Sound, ein 30-tägiger kostenloser Trial, ist unten verlinkt, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Genau, da habe ich dann diese Musik gefunden. Das hat mir zum einen den Vorteil gegeben, dass ich jetzt schon mal den Mood wusste, was dazu passen wird. Und dann habe ich im nächsten Schritt angefangen, mir die Musik passend auf die Länge, die ich dann haben wollte, zurechtzuschneiden. Das ist eigentlich meistens immer der erste Step, wie ich vorgehe. Durch die Musik wusste ich halt auch, dadurch, dass das eher so eine langsame Musik ist, wusste ich, okay, dazu passt Slow Motion ganz gut. Daher wusste ich von Anfang an schon, okay, ich werde das Ganze in 60 Frames pro Sekunde halt filmen. Und genau, ich fand halt auch sehr gut, dadurch, dass das wie so ein Ticken halt immer hat, dass das halt sich so langsam aufbaut und so wie so ein Countdown wirkt, was halt, denke ich, echt gut passt für so einen Teaser. Dank der Musik am Anfang wusste ich natürlich auch, wie das Mood werden soll und konnte mir da schon ein paar Bilder im Kopf ausmalen und ich wusste, okay, hierzu passt was Dunkles, was Kühles und hatte mir dann schon im Kopf bzw. mit einer Shotlist dann direkt die Szenen zusammengeschrieben, wo ich mir dann dachte, das wird dazu gut passen. Und jetzt springen wir mal an den Computer und schauen uns jede Szene einzeln an mit dem passenden Behind the Scenes. Also los geht's! So, und hier sind wir jetzt am Computer und wir gehen jetzt mal direkt den ersten Clip durch. Das ist der erste Clip. Und zwar mache ich hier einen simplen Push-In, während sich der Spieler quasi die Schuhe zumacht. Und genau, hier sehen wir das erste Behind the Scenes. Das sind quasi ich mit der Glidecam auf den Kopf gedreht und ich gehe rein. Und wir sehen schon eine Location, das ist also eine Umkleide. Und ich habe hier 2 Lichter verwendet. Als Keylight habe ich auf der Seite hier das Aperture 300D mit, das sehen wir hier. Das ist auf dem C-Stand befestigt. Genau. Und da habe ich das Fresnel dran, um das Ganze noch ein bisschen direktionaler zu machen. Genau, und in der Umkleide selbst habe ich dann hier noch als Art Fill-Light das Godox SL60W, das ist so wie das Aperture 120D. Das habe ich hier hingestellt und wenn man sich das Bild anguckt, sieht man eigentlich, ja, das ist quasi das Licht, was er hier hat,
könnte man auch quasi denken, dass das ganze Licht von dort kommt, was ihm natürlich so dieses sehr harte Gegenlicht gibt. Und genau, das ist es im Prinzip schon. Verzeiht hier das Rauschverhalten, aber das war mit der GoPro, meine Behind-the-Scenes-Kamera. Genau, ich hatte mir hier noch ein kleines Tape hingemacht, damit ich weiß, wie weit ich gehen muss. Gefilmt habe ich mit der Canon 1DX Mark II und dem Canon 16 zu 35 mm Objektiv. Genau, das war schon der erste Shot. Wie gesagt, hier sehen wir nochmal das Keylight, das Aperture 300D. Dann habe ich hier den zweiten Shot, wo er sich die Handschuhe anzieht und wie er hier klatscht. Ich habe ganz bewusst gesagt, dass ich auf jeden Fall sowas wie Talcum oder so Puder brauche, weil ich halt genau wusste, dass das halt diese Tiefe kreiert mit den Lichtstrahlen und so, und dann kommt es halt noch besser raus. Eigentlich wollte ich Haze benutzen, ich war mir aber unsicher wegen den Rauchdetektoren da, ob die nicht vielleicht Alarm schlagen würden. Genau, hier sehen wir es Behind the Scenes, also hier verreimen wir dieses Talcum oder was das ist, direkt auf seinen Handschuh. Genau. Und für den Shot, da habe ich Handheld gefilmt mit der Canon EOS R mit einem 50 mm Objektiv. Und genau, das war es im Prinzip dann schon. Hier steht meine 1DX Mark II. Und genau, am Ende haben wir dann natürlich hier den Shot auch überprüft. Dann kommt der nächste Shot, wo er hier die Schultern kreist. Das habe ich ganz einfach auch mit der Glidecam gefilmt. Ich habe im Endeffekt nicht die ganze Länge der Bewegung quasi genutzt. Hier mache ich quasi einen Push-In mit der Glidecam und auf mein Zeichen fängt er dann an, seine Schultern zu kreisen und ich drehe mich einmal rum. Und genau, dann kommt die gleiche Bewegung über ihre Schulter. Sie legt dann auf diesem Tisch ihre Schuhe ab. Man sieht quasi auch, dass das Keylight hier oben ist, das Aperture 300D, und von hinten habe ich als Stilllight wieder das Godox-Licht. Und wenn man ganz genau hinguckt, merkt man gar nicht, dass sie jetzt hier in der Szene eigentlich ganz woanders sitzt. Und das ist die Szene, wo mich die meisten Leute gefragt haben, wie ich das gemacht habe. Insgesamt habe ich hier eine Speedramp genutzt. Und hier, wenn man ganz genau hinsieht, sieht man auch das einzige Licht, was ich dafür verwendet habe. Hier sieht man das Behind the Scenes. Genau, ihr müsst auf jeden Fall irgendwie was haben, wo sie hoch genug sitzt. Also eine einfache Bank reicht da nicht aus oder euer Model, weil ihr müsst halt physisch noch mit der Kamera darunter durchkommen. Haben wir uns halt hier dieses hohe Geländer im Gebäude gesucht. Hier ist das Keylight, hier nutze ich halt nur das Godox SL60W. Genau, sie stabilisiert sie von hinten. Und das Ganze war dann eigentlich ein Try and Error sozusagen. Genau, ich habe die Glidecam dann so gehalten und dann haben wir es ein paar Mal durchgemacht auf Kommando. Ich lasse jetzt hier mal laufen. Und genau, ich kreise halt einmal unten rum. Und danach haben wir dann im Prinzip immer geschaut, ja, ob der Shot was geworden ist. Und genau, wir haben es dann ein paar Mal probiert. Aber ich glaube, der nächste Shot war es dann direkt schon. Genau, habe vorher den Autofokus eingestellt und dann im Prinzip habe ich die Kamera oben montiert. Mit der rechten, mit der Führhand, die hatte ich am Gimbal-Griff und die linke Hand dann an der Glidecam selbst. Ich hätte es noch ein bisschen besser machen können, weil ihr seht hier, dass der Winkel ein bisschen schief ist. Idealerweise hätte die Glidecam halt richtig gerade sein müssen. Genutzt habe ich hier auch das Canon 16 zu 35 Objektiv mit 16 mm halt auch direkt. Und ich glaube, der Shot ist es dann geworden. Genau. Und dann haben wir noch die mehr oder weniger zwei letzten Shots. Hier habe ich es vom Lichtsetup ähnlich gemacht. Hier als Keylight mit dem Fresnel des 300D. Gibt den Ganzen eine harte Kante. Hier sieht man schon, hier ist das Fill-Light, das von hinten kommt, was im Prinzip das Godox SL60 ist.
Und für den Reverse Shot habe ich es dann genau anders gemacht. Ich habe das Keylight, das Aperture 300D dann genau hinter denen platziert, was den hier auch das Hairlight gibt. Und hier hinter mir hatte ich dann im Prinzip das Godox SL60W, was halt hier den Ball ein bisschen beleuchtet. Genau, und das war es im Prinzip schon. Ich habe das Ganze halt bewusst schon in Kamera mit circa einem Weißabgleich von 3500 Kelvin gefilmt, weil ich halt genau wusste, ich würde es halt in der Postproduktion blau, kühl und dunkel machen, und weil ich halt durch die Musik schon vorher wusste, dass das genauso der Mood ist, den ich haben will, wusste ich halt direkt, okay, das wird dann im Prinzip die Farbgebung, die ich haben werde. Deshalb habe ich bewusst schon hier den Weißabgleich nicht in 5600 geschossen, was eigentlich der richtige Weißabgleich gewesen wäre, sondern mich direkt schon davor entschieden, das Ganze halt ein bisschen kühler zu machen, um halt schon in Kamera den besten Look zu erzielen, den ich im Prinzip haben wollte. Genau, und im finalen Edit dann können wir halt auch mal gucken, wie ich das hier gemacht habe. Wie gesagt, der Adjustment Clip ist eigentlich nur eine LUT. Arctic Blue heißt die könnt ihr auch in meinem LUT-Pack herunterladen. Verlinke ich euch gerne unten. Das ist die ich verwendet habe. Genau, und habe dann hier diese Sachen wie The Clock is Ticking und so weiter hinzugeschrieben. Ja. Und weiter unten sehen wir dann halt im Prinzip, dass ich halt viele Soundeffekte halt eingefügt habe, um das Ganze halt nochmal ein bisschen mehr zum Leben zu erwecken. Ein paar Swoosh-Sounds und so weiter und so fort. Hier habe ich auch so einen kleinen Industrial-Sound mit hinzugefügt, weil ich dachte, das unterstützt es halt gut. Und so ist der Clip dann halt ja, knapp eine Minute lang geworden. Und habe dann dafür danach noch eine Instagram-Version halt mit rausgerendert. Und das war es im Prinzip schon. Ja, das war es von meiner Seite, wie man eine Cinematic Scene filmt. Falls ihr euch mehr dafür interessiert, wie ich das Ganze behind the scenes mache, wie ich Licht setze, wie ich solche Produktionen im Allgemeinen angehe, ich habe dafür einen Kurs gemacht, ist direkt unten verlinkt. Da geht es um das ganze Thema, wie ich quasi Image-Videos produziere, von der Pre-Production über die Lichtsetzung zur Production, zur Post-Production. Also schaut es euch gerne mal an. Ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn es so war, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir ein Abo da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet, was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Würde ich mich darüber freuen. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.